In Deutschland sprechen viele Menschen Englisch. Besonders in großen Städten, an Flughäfen, Bahnhöfen oder in Hotels ist Englisch ganz normal. Aber trotzdem ist es etwas Besonderes, wenn eine Person Deutsch spricht. Besonders, wenn sie sichtbar kein Muttersprachler ist. Viele Deutsche freuen sich, wenn jemand versucht, auf Deutsch zu sprechen. Sie merken, diese Person hat Interesse. Sie gibt sich Mühe. Sie will nicht nur konsumieren, sondern auch kommunizieren. Das ist in kleinen Städten oder auf dem Land besonders wichtig. Dort sprechen nicht alle Menschen gut Englisch. Besonders ältere Menschen haben oft wenig Kontakt mit anderen Sprachen. Wenn man in einer Bäckerei, in einem kleinen Laden oder auf dem Markt ein paar Wörter auf Deutsch sagt, macht man den Leuten eine Freude. Es muss nicht perfekt sein. Ein einfaches Hallo, ich möchte ein Brötchen bitte, reicht oft schon aus. Die Verkäuferin lächelt, sie spricht langsam zurück. Manchmal hilft sie sogar mit neuen Wörtern. So entsteht ein Kontakt. In der Tourismussaison sind viele Reisende in Deutschland. Die meisten sprechen Englisch. Das ist praktisch, aber auch unpersönlich. Englisch ist neutral. Wenn jemand stattdessen Deutsch spricht, ist das direkt sympathisch. Es zeigt, ich interessiere mich für dein Land und deine Sprache. Viele Deutsche sagen dann, oh, dein Deutsch ist gut, auch wenn du nur einfache Sätze benutzt. Sie wollen ermutigen, nicht korrigieren. Es hilft auch beim Reisen. Wenn man zum Beispiel den Weg sucht, ist ein Satz wie Entschuldigung, wo ist die U-Bahn besser als Excuse me, where is the subway? Die Leute hören den Akzent und wissen, diese Person ist kein Deutscher. Aber sie gibt sich Mühe. Das macht sie freundlich. Oder in einem Restaurant, ich hätte gern einen Kaffee. Das ist ein sehr einfacher Satz. Aber der Kellner wird denken, diese Person hat Respekt für unsere Sprache. Es gibt viele solcher kleinen Situationen. Im Zug ein Ticket kaufen, ein Museum besuchen, ein Fahrrad mieten, nach der Toilette fragen. Für all diese Dinge braucht man keine lange Grammatik. Man braucht nur Mut und ein paar feste Ausdrücke. Und oft reicht schon das erste Wort. Hallo. Wenn du Deutsch beginnst, antworten viele Menschen auch auf Deutsch zurück. Wenn du mit Englisch beginnst, bekommst du fast immer nur Englisch zurück. Der Einstieg ist also entscheidend. Viele Touristen denken, Deutsch ist zu schwer. Aber das stimmt nicht. Für einfache Reisesituationen reicht ein kleiner Wortschatz. Und es gibt viele Wiederholungen. Wenn du 10 Tage durch Deutschland reist, sagst du vielleicht 100-mal, ich hätte gern. Wie viel kostet das? Oder wo ist? Ein Vorteil ist auch, du lernst beim Reisen automatisch mehr Wörter. Du siehst sie auf Schildern, auf Menüs, in Gesprächen. Wenn du ein bisschen Deutsch sprichst, verstehst du schnell, was Eingang, Ausgang, geschlossen, heute, Montag oder bitte nicht berühren bedeutet. Auch das Deutsche in Zügen oder Bahnhöfen ist oft einfach. Nächster Halt Berlin Hauptbahnhof. Solche Sätze versteht man bald. Viele Touristen unterschätzen, wie gut man mit wenigen Sätzen auskommen kann. Einfache Strukturen wie ich möchte, ich brauche, wo ist, wie viel kostet, haben Sie, ich spreche nur ein bisschen Deutsch. Diese 6 Muster kann man kombinieren. Damit kann man fast alles fragen oder bestellen. Und man bekommt mehr als nur die Antwort. Man bekommt ein Lächeln. Und dieses Lächeln verändert die Atmosphäre. Besonders ältere Menschen in Deutschland reagieren sehr positiv. Sie sind manchmal zurückhaltend, aber höflich. Wenn du Deutsch sprichst, sind sie hilfsbereiter, offener, ruhiger. Auch in Hotels oder Pensionen kommt das gut an. Man zeigt mit wenigen Wörtern, ich bin kein typischer Tourist. Ich möchte mehr als nur schlafen und essen. Ich interessiere mich für die Sprache und vielleicht auch für die Kultur. Wenn man dann etwas nicht versteht, kann man freundlich fragen, können Sie das bitte wiederholen? Oder langsam bitte. Viele Deutsche sind dann geduldig. Sie freuen sich, wenn jemand versucht, ihre Sprache zu sprechen. Es ist ein gutes Gefühl. Man kann reisen und gleichzeitig lernen. Man kann lernen und gleichzeitig mit Menschen sprechen. Die Sprache ist nicht nur Werkzeug, sie ist auch eine Brücke. Deshalb ist Deutsch für Reisende nicht nur nützlich. Es ist auch schön. Und vielleicht bleibt nach der Reise der Wunsch, mehr zu lernen. Denn wer einmal erlebt hat, dass Sprache Türen öffnet, will diese Tür öfter öffnen. Aber was kann man konkret sagen, wenn man unterwegs ist? Welche Sätze helfen im Café, im Bus, in einem Geschäft oder im Hotel? In einem neuen Land zu sprechen, kann schwierig sein, aber mit kleinen Sätzen ist vieles einfacher. Hier sind Situationen, in denen Deutsch besonders nützlich ist, mit einfachen Beispielen.
Im Café oder Restaurant. Du gehst in ein Café. Du möchtest etwas trinken und essen. Du kannst sagen, hallo, ich hätte gern einen Kaffee. Ich möchte ein Stück Kuchen. Was empfehlen Sie? Die Rechnung bitte. Wenn du nicht alles auf der Karte verstehst, kannst du fragen, was ist das? Ist das vegetarisch? Gibt es das ohne Milch? Auch wenn die Kellnerin Englisch spricht, antwortet sie oft freundlich auf Deutsch zurück. Langsam und klar. So lernst du gleich mit. Im Supermarkt oder Geschäft. Du suchst etwas Bestimmtes. Du kannst sagen, wo finde ich Wasser? Haben Sie Zahnpasta? Wie viel kostet das? Manchmal verstehst du den Preis nicht sofort. Du kannst nachfragen, können Sie das bitte wiederholen? Können Sie es aufschreiben? Wenn du bezahlst, ich zahle bar. Mit Karte bitte. Stimmt so, wenn du Trinkgeld gibst. Im Hotel oder in der Pension. Bei der Ankunft, guten Tag, ich habe eine Reservierung. Mein Name ist, ich möchte einchecken. Wenn du eine Frage hast, gibt es WLAN? Wie spät ist das Frühstück? Können Sie mir ein Taxi rufen? Beim Auschecken, ich möchte auschecken. Könnte ich die Rechnung bekommen? Auf der Straße oder im Bus. Wenn du nach dem Weg fragst. Entschuldigung, wo ist der Bahnhof? Wie komme ich zur U-Bahn? Fährt dieser Bus zum Zentrum? Wenn du Hilfe brauchst. Ich habe mich verlaufen. Können Sie mir helfen? Ich spreche nur ein bisschen Deutsch. Diese Sätze sind sehr nützlich. Sie sind einfach zu lernen. Viele Wörter wiederholen sich. Du brauchst keine Grammatikregeln, nur Mut. Noch ein Tipp. Sprich langsam. Viele Deutsche sprechen schnell, aber wenn du langsam und klar sprichst, verstehen dich mehr Menschen. Du kannst auch Hände benutzen, wenn du ein Wort nicht kennst. Viele Menschen helfen gerne. Manchmal kannst du auch ein Wort zeigen, auf dem Handy oder auf einem Zettel. Zum Beispiel Apotheke oder Museum. Dann fragen, wo ist das? Das Wichtigste ist, nicht perfekt sprechen, sondern überhaupt sprechen. Auch auf einer Reise kann etwas schiefgehen. Vielleicht verlierst du etwas, fühlst dich krank oder bist verwirrt. In solchen Momenten kann ein einfacher deutscher Satz viel helfen. Wenn du etwas verloren hast, du kannst sagen, ich habe meine Tasche verloren. Ich finde meinen Pass nicht. Können Sie mir helfen? Oder wenn du im Fundbüro bist, ich habe etwas verloren. Haben Sie eine schwarze Jacke gefunden? Wann kann ich wiederkommen? Wenn du dich nicht wohlfühlst. Manchmal wird man krank im Urlaub. Du kannst dann sagen, ich fühle mich nicht gut. Ich habe Bauchschmerzen. Gibt es eine Apotheke in der Nähe? Wo ist das nächste Krankenhaus? Beim Arzt oder in der Apotheke kannst du sagen, ich brauche etwas gegen Kopfschmerzen. Ich habe Fieber. Ich bin allergisch gegen Penicillin. Die Menschen reagieren oft sehr freundlich, wenn du versuchst, auf Deutsch zu sprechen, auch wenn du viele Fehler machst. Wenn du Hilfe brauchst, du kannst sagen, Entschuldigung, ich brauche Hilfe. Können Sie mir das erklären? Ich verstehe das nicht. Oder wenn du nicht weiter weißt, ich weiß nicht, was ich tun soll. Was soll ich jetzt machen? Oft reicht schon ein einfaches Wort wie Hilfe oder Problem. Die Leute hören sofort, dass du Unterstützung brauchst. Wenn du mit Behörden oder Polizei sprechen musst, das ist vielleicht eine stressige Situation. Du kannst trotzdem ruhig bleiben und sagen, ich bin Tourist. Ich spreche nur ein bisschen Deutsch. Ich brauche einen Übersetzer. Können Sie langsam sprechen, bitte? Du kannst zeigen, dass du dich bemühst. Das zählt. Ein Gespräch zu beginnen kann manchmal schwierig sein, besonders wenn man nervös ist oder die Sprache noch lernt. Aber in Deutschland freuen sich viele Menschen, wenn jemand versucht, auf Deutsch zu sprechen, besonders wenn es höflich und freundlich ist. Wie kann man ein Gespräch anfangen? Ganz einfach. Du kannst zum Beispiel sagen, Hallo, darf ich etwas fragen? Entschuldigung, haben Sie einen Moment? Können Sie mir bitte helfen? Das sind einfache und höfliche Sätze, die in vielen Situationen passen. Danach kannst du deine Frage stellen oder einfach ein bisschen Smalltalk machen. Zum Beispiel, ist dieser Platz frei? Schönes Wetter heute, oder? Sind Sie aus der Stadt? Im Café oder Restaurant? Wenn du in ein Café gehst, ist es gut, gleich auf Deutsch zu bestellen. Die Bedienung freut sich oft, wenn du das machst. Einige einfache Sätze sind, ich hätte gern einen Kaffee. Ein Stück Kuchen bitte. Kann ich bitte die Rechnung haben? Stimmt so, wenn du kein Wechselgeld brauchst. Auch ein einfaches Danke, es war sehr lecker zeigt Wertschätzung und macht einen guten Eindruck.
Beim Einkaufen, im Supermarkt oder im Geschäft kannst du fragen: Wo finde ich Wasser? Haben Sie das auch in Größe M? Was kostet das? Kann ich mit Karte zahlen? Die Leute merken sofort, du bist kein typischer Tourist, der nur Englisch spricht. Du willst wirklich Kontakt und das zählt mehr als perfekte Grammatik. Ein Lächeln hilft immer. Ein Lächeln ist international. Es macht dich sympathisch und offen. Auch wenn du Fehler machst, das ist normal. Viele Deutsche wissen, wie schwer ihre Sprache ist. Wenn du dich bemühst, bekommst du fast immer ein Lächeln oder ein nettes Wort zurück. Und manchmal sagt jemand sogar, Ihr Deutsch ist aber gut, auch wenn du nur ein paar Sätze gesagt hast. Warum das so gut ankommt? Weil es zeigt, dass du Respekt hast. Respekt für das Land, für die Sprache und für die Kultur. Es ist nicht wichtig, perfekt zu sprechen. Wichtig ist, dass du es versuchst. Man bleibt in Erinnerung. Ein Tourist, der auf Deutsch fragt, der Danke und Bitte sagt, fällt auf, im positiven Sinn. Man erinnert sich an solche Menschen. Vielleicht bekommst du schneller Hilfe. Vielleicht gibt es ein freundlicheres Gespräch. Oder sogar eine Einladung, etwas zusammen zu machen. Und es wird leichter mit der Zeit. Am Anfang ist es schwer, aber mit jedem Satz wird es besser. Dein Selbstvertrauen wächst und dein Deutsch wird flüssiger, einfach weil du es benutzt. Sprache ist wie ein Muskel, man muss ihn trainieren. Und Reisen ist eine super Gelegenheit dafür. Viele Menschen glauben, dass sie nur in Deutschland Deutsch üben können. Aber das stimmt nicht. Auch nach der Reise gibt es viele Möglichkeiten, die Sprache zu benutzen und zu verbessern. Zum Beispiel Filme und Serien auf Deutsch schauen. Viele bekannte Serien und Filme gibt es mit deutscher Tonspur oder mit Untertiteln. Du kannst mit Untertiteln anfangen und später versuchen, ohne sie zu schauen. So lernst du, wie echte Gespräche klingen, Podcasts und Hörbücher hören. Es gibt viele Podcasts für Deutschlernende, langsam gesprochen und leicht verständlich. Aber auch Podcasts für Muttersprachler sind nützlich. Du wirst nicht jedes Wort verstehen, aber dein Ohr gewöhnt sich an die Sprache. Mit Deutschen schreiben oder sprechen. Du kannst Sprachpartner finden, online oder in deiner Stadt. Manchmal gibt es Stammtische oder Sprachcafés, wo man sich trifft, um in verschiedenen Sprachen zu sprechen. Auch Apps wie Tandem oder HelloTalk helfen dir, Muttersprachler zu finden. Kurze Texte schreiben. Zum Beispiel jeden Tag ein paar Sätze über deinen Tag oder eine kleine Geschichte. Du kannst diese Texte laut vorlesen und so deine Aussprache üben. Und vor allem keine Angst vor Fehlern. Fehler sind normal, sie gehören zum Lernen. Auch Muttersprachler machen Fehler. Wichtig ist, dass du sprichst, dass du nicht schweigst, nur weil du unsicher bist. Menschen verstehen oft trotzdem, was du sagen willst. Viele Deutsche freuen sich, wenn jemand versucht, ihre Sprache zu sprechen. Es zeigt Interesse. Es zeigt, dass du offen bist, dass du nicht nur konsumieren, sondern wirklich Kontakt willst. Besonders in kleinen Städten oder bei älteren Menschen ist das sehr willkommen. Wenn du also das nächste Mal nach Deutschland reist oder in ein deutschsprachiges Land, versuch es einfach. Sag Hallo, Bitte und Danke. Frag nach dem Weg. Bestell auf Deutsch. Such den Kontakt. Du wirst merken, es macht deine Reise reicher. Die Sprache ist der Schlüssel zu echten Begegnungen. Nicht nur zu Sehenswürdigkeiten, sondern zu Geschichten, zu Menschen, zu Momenten, die bleiben. Und genau das ist das Ziel. Nicht nur reisen, sondern verbinden. Nicht perfekt sein, aber präsent. Nicht fehlerfrei sprechen, sondern mutig. Denn am Ende zählt nicht, wie viele Wörter du kennst, sondern wie viele Herzen du damit berühren kannst.